Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über den Solareingang sprechen. Es gibt immer wieder Missverständnisse oder Fragen bezüglich des Solareingangs und ich möchte euch hier heute einfach mal versuchen, ein paar Sachen zum Solareingang zu erklären, dass ihr das Ganze eventuell etwas besser versteht. Hier als Beispiel haben wir das Powerflex-System. Das Ganze gilt uneingeschränkt genauso für das Soliflex 2000 System. Und dann gehen wir mal Richtung MPPT Laderegler. Hier haben wir das gute Stück. Wir haben hier in dem Fall 4 unterschiedliche PV-Eingänge. Jeder PV-Eingang hat einen eigenen MPPT. Das heißt erstmal, dass jeder dieser Eingänge unabhängig voneinander geregelt wird. Also habt ihr beispielsweise 4 Solarpanels, eins davon ist verschattet, ja, dann liefert zum Beispiel das verschattete Panel, was hier an Eingang 1 ist, halt etwas weniger Leistung und alle 3 Panels, die noch voll in der Sonne sind, liefern ihre volle Leistung. Also, cooles Konzept auf jeden Fall. Wir haben hier maximale Unabhängigkeit. Das ist ein Riesenvorteil, den wir hier haben. Nachteil ist natürlich, hier haben wir relativ viele Kabel, die wir anschließen müssen. Statt ein großes Kabel haben wir halt 4 einzelne Paare. Die Spannung ist dadurch natürlich geringer und geringere Spannung heißt ein höherer Verlust auf längere Distanz, beziehungsweise man braucht einen deutlich dickeren Kabelquerschnitt. Nun kann man hier an diesen einzelnen MPPTs, also an diesen einzelnen Anschlüssen, nicht einfach alles anschließen, was man Lust hat, sondern man muss sie ja innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen bleiben. Bei einem Solarpanel gibt es prinzipiell erstmal 2 wichtige Werte. Das sind zum einen die Spannung, die ein Solarpanel liefern kann, und die Stromstärke, die ein Solarpanel liefern kann. Bei der Spannung gibt es 2 Werte. Es gibt einmal den Wert, den ein Solarpanel oder die Spannung, die ein Solarpanel liefert, wenn es unter Last ist, also wenn es aktiv Strom abgibt. Und es gibt einen Wert, den das Solarpanel liefert, wenn keine Last dran ist. Der Wert, der keine Last anliegen hat, ist meist deutlich höher als der Wert, der anliegt, bei dem Last anliegt. Das ist auch völlig normal so, dass unter Last die Spannung einbricht. Wichtig ist nur zu wissen, wenn ihr Solarpanels kauft, guckt immer auf die Leerlaufspannung, also die Spannung, die anliegt, ohne dass eine Last anliegt. Wenn euer Speicher nämlich hier zu 100% gefüllt ist, liegt keine Last mehr an und dann ist auf den einzelnen PV-Eingängen entsprechend diese Leerlaufspannung. Ist die Leerlaufspannung höher als das, was bei diesem System angegeben ist, ja, dann könnt ihr Pech haben und euren Eingang entsprechend zerstören. Ja, wie finde ich das Ganze? Wenn ihr das System schon zu Hause habt, dann geht ihr hier einfach mal auf die andere Seite und dann sehen wir hier ein entsprechendes Typenschild, wo wir dann sehen, was entsprechend der Solareingang liefern kann. Hier haben wir es. Maximale Eingangsspannung sind also hier 60 Volt DC. Das heißt, euer Solarpanel darf nicht mehr als 60 Volt Leerlaufspannung haben. Beachtet auch immer, dass die Spannung, die bei einem Solarpanel angegeben ist, meistens bei 25 Grad Celsius Außentemperatur gemessen wurde. Wenn es draußen deutlich kälter ist, kann die Spannung noch höher sein. Also kauft kein Panel, was zu nah an diesen 60 Volt dran ist, sondern guckt, dass ihr so circa 10%, ist meine Faustregel, 10% Spannungspuffer habt. Okay, also das haben wir schon mal. Wir haben ein Solarpanel, das darf maximal 60 Volt Leerlaufspannung haben. Dann brauchen wir aber auch, damit das überhaupt lädt, einen Spannungsbereich, den das Panel erreicht, von mindestens 10 Volt und wie gesagt, den maximal 60 Volt. Also achtet auch darauf, dass euer Solarpanel diesmal unter Strom mindestens 10 Volt erreicht, weil ansonsten die Solarproduktion nicht starten kann. Ich hatte eingangs von 2 Werten gesprochen. Den Spannungswert haben wir uns jetzt soweit angeguckt. Jetzt gibt es noch die Stromstärke. Bei der Stromstärke muss man erstmal sagen, der Wert ist nicht ganz so kritisch
wie die Spannung. Also hat man mehr Strom anliegen, als verwendet werden kann, hat das erstmal keine negativen Auswirkungen. Bei der Spannung ist das so, überschreitet man die 60 Volt, kann man ziemlich sicher sein, dass man seine Elektronik in irgendeiner Art und Weise beschädigt hat. Bei Stromstärke ist es, wie gesagt, erstmal nicht so schlimm. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sehen, wir haben hier einen maximalen Eingang von 20 Ampere Kurzschlussstrom. Heißt also, man darf Panels anschließen, die einen maximalen Kurzschlussstrom von 20 Ampere haben. Nutzen davon kann das Ganze, sieht man hier, maximal 16 Ampere. Also die 16 Ampere sind das, was letztendlich netto davon genutzt werden kann. Das Panel darf eine Spezifikation haben bis 20 Ampere Kurzschlussstrom. Wie gesagt, wenn man die Werte hier überschreitet, im Normalfall passiert erstmal nichts. Also wenn man da jetzt ein Panel anschließt, was zum Beispiel 30 Ampere Kurzschlussstrom hat, ja, dann merkt man dort erstmal keine negativen Folgen. Das funktioniert erstmal. Das Problem ist nur im Fall eines Fehlerfalls oder wenn dieser Stromstärke sehr lange anliegt, kann das sein, dass entweder im Solarpanel selber bestimmte Sachen kaputt gehen oder auch in der Elektronik des entsprechenden Speichers, da diese Stromstärkewerte zwar theoretisch im laufenden Betrieb nicht erreicht werden, praktisch gesehen kann es aber immer mal sein, gerade wenn man bestimmte Sachen ein- oder ausschaltet, das System sich zum Beispiel gerade mal ein- oder ausschaltet, dass kurzweilig diese hohe Stromstärke anliegt und dann doch was an diesem System kaputt machen kann. Also ich empfehle euch, geht hier pro Solareingang nicht höher als die maximale Kurzschlussspannung, die für das jeweilige System angegeben ist. Das gleiche gilt auch, was ich sehr oft lese, kann ich eigentlich mehrere Solarpanels an einen MPPT-Eingang anschließen? Also ich habe ja hier 4 Eingänge, sagen wir mal, ich möchte jetzt 8 Solarpanels anschließen. Funktioniert das? Kann man erstmal prinzipiell sagen, ja, aber man muss darauf achten, was genau man tut. Man kann die Solarpanels sowohl in Serie als auch parallel schalten. In Serie erhöht sich die Spannung. Da müssen wir also wieder gucken, dass wenn wir die Spannung von 2 Solarpanels addieren, dass wir auf einem Eingang hier nicht über die entsprechenden 60 Volt Leerlaufspannung kommen. Wenn wir das Ganze parallel schalten, dann addieren sich die Stromstärken. Da müssen wir dann darauf achten, dass wir auf einem Eingang nicht über die 20 Ampere Kurzschlussstrom kommen. Wenn wir das beides gewährleisten können, also dass weder die Spannung noch der Kurzschlussstrom überschritten wird, wohlgemerkt die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom, dann könnt ihr auch mit Hilfe solcher Y-Stecker an einen Eingang 2 Solarpanels anbinden. Ich hoffe, das Ganze hat euch soweit weitergeholfen. Falls ihr noch weitere Fragen zu Solarpanels an eurem Indevolt-System habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.